Ich heiße Michelle und alleinerziehende Mama einer 7-jährigen Tochter. Mein Name ist Klaus Brendel, ich bin Rentner. Ich bin Kalle und erwerbsunfähig. Ich bin Caspian und ich studiere Film und Medien in Wiesbaden. Armut in Deutschland hat viele Gesichter. In einem der reichsten Länder der Welt geraten immer mehr Menschen an ihre finanzielle Belastungsgrenze. Über 14 Millionen Erwachsene leben in Armut. Das ist fast jeder Sechste. Und vielen sieht man es nicht an. Rein statistisch gesehen gehört Michelle aus der Nähe von Darmstadt zu der Personengruppe, die am häufigsten von Armut betroffen ist. 18 bis 25 Jahre alt, weiblich, alleinerziehend mit einem Kind. Ich würde mich selber nicht als arm bezeichnen, weil ich mir das aber abgewöhnt habe. Man weiß, man hat nicht viel Geld, aber wenn man sich auch die ganze Zeit denkt, ich habe nicht viel Geld, ich kann mir das nicht leisten, ich kann dort nicht mit meinen Freunden ausgehen, ich kann nicht das Gleiche machen, ich kann jetzt nicht rumreisen oder sonstiges. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn man dauerhaft auch diese Gedanken im Kopf hat, dann richtet man auch sein Leben darauf aus. Armut liegt ja auch nicht nur in den materiellen Dingen. Also ich habe ja ganz viel Fülle in anderen Sachen. Ich habe eine Tochter, die mich über alles liebt und die mir ganz viel Freude gibt. Ich habe eine Familie, die mich unterstützt. Ich habe Freunde. Aber jetzt finanziell gesehen würde ich mich jetzt schon eher als jemanden bezeichnen an der Grenze zur Armut. Dinge wie mal eben das Kinderzimmer renovieren stellen die junge Mutter vor große Herausforderungen. Denn eigentlich fehlt dafür das Geld. Die Farbreste hat sie von ihrem Nachbarn geschenkt bekommen. Tatsächlich habe ich mich auch versucht, auf die Situation einzustellen. Ich wusste ja, sie wird irgendwann mal Schulkind oder ist sie jetzt auch, dass dann ihr Zimmer halt altersgerecht gestaltet werden muss, mit Schreibtisch und allem drum und dran. Und es war einfach ihr Wunsch. Ich habe viel mit ihr geredet und halt einfach ihr auch erklärt, dass wenn wir das jetzt so umsetzen wollen, auch wie sie es möchte, das eventuell einfach länger dauern kann. Und genau so schaffe ich nur solche Sachen, indem du dir viel Zeit nimmst, indem du nachschaust, auf Angebote guckst, auch wenn es jetzt nicht gerade die günstigste Zeit ist, aber es ist irgendwie meistens, ja, wann ist denn die Zeit mal günstig oder wann hat man denn Geld über? Mit 17 wird Michelle schwanger. Ungeplant, kurz vor dem Abitur. Ich habe dadurch auch sehr schnell gemerkt, was sind denn wahre Freunde? Denn man kriegt erstmal ein Kind im Teenie-Alter und du wirst dann sehen, dass ganz viele Freunde sich direkt verabschieden, weil die nur daran interessiert sind, auszugehen, Spaß zu haben und solche Sachen. Aber das hat mir auch die Augen geöffnet. Okay, welche Leute sind denn wirklich wichtig in deinem Leben? Welche sind denn auch da in Situationen, wo es vielleicht nicht so rosig läuft? Mit Baby zu Hause paukt Michelle für die Abi-Prüfungen, schließt ab mit Bestnoten, zieht dann von zu Hause aus. Ich hatte noch nie alleine gewohnt. Du hast gar keine Ahnung, wie teuer das Leben ist. Du hast dann auf einmal halt den ganzen Kram gekauft, der für dich zu Hause selbstverständlich ist. Und dann hast du gesehen, okay, gut, es waren fast 600 € oder über 600 €, weil Babynahrung kam noch dazu, andere Sachen, wo ich gesagt habe, okay, nee, das geht nicht. Du kannst dir nicht im Supermarkt einfach mal alles holen. Da musst du echt überlegen, was kaufst du dir, wie kaufst du das. Mittlerweile studiert Michelle Wirtschaftswissenschaften an einer Fernuniversität. Ihre finanzielle Lage ist noch immer die gleiche. Als Alleinerziehende erhält die 24-jährige Grundsicherung vom Sozialamt. Monatlich kommt sie auf 1.500 € zusammen mit Kindergeld und Unterhalt. Abzüglich aller Fixkosten bleiben rund 500 € übrig. Das muss reichen für sie und ihre Tochter. Da darf nichts dazwischenkommen. Das ist echt so eine Zwickmühle, dass es so oder so immer knapp ist und man nichts beiseite legen kann. Und irgendwann mal habe ich dann auch gesagt, okay, ich lege jetzt was beiseite. Also ich wusste, ich kann nicht sparen und irgendwann habe ich gesagt, gut, nee, 50 € werden einfach weggelegt. Gut, da musste ich mich dann halt immer wieder davon bedienen dann. Aber
Wenn dann mal so größere Sachen kamen, dann hatte ich immer ein bisschen was beiseite. Ich muss nur sagen, jetzt hat es mittlerweile Ausmaße angenommen, als die Lebensmittelpreise gestiegen sind und dazu noch allgemein die Sachen einfach teurer werden. Gut, da kannst du wirtschaften, wie du willst, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Am House of Finance der Frankfurter Goethe-Universität forscht Andreas Hacketal zu Finanzen privater Haushalte. Haben die Deutschen vor der Inflation durchschnittlich 15% ihres Einkommens gespart, seien es jetzt nur noch 10%, wenn überhaupt. 10 Euro von 100 Euro, die gespart werden, das ist natürlich nur der Durchschnitt. Der Durchschnitt des Haushalts. Wir haben 40 Millionen Haushalte da draußen. Aber das maskiert den Umstand, dass wahrscheinlich ungefähr 40% der Haushalte, die ohnehin schon über keine nennenswerte Ersparnisse verfügen, auch jetzt nicht 10 Euro von 100 sparen, sondern wahrscheinlich gar nichts. So wie Michelle geht es also vielen. Sie versucht zu haushalten, aber jetzt ist sie am Limit. Ich habe mal so hart runtergewirtschaftet, dass ich nur 250 Euro fürs Essen gebraucht habe. Das habe ich genau einen Monat geschafft und gesagt, das funktioniert auf Dauer nicht. Wo ich sagen musste, okay, so 300 Euro müssten es mindestens sein, was ich einplanen muss. Je nachdem waren es auch mal 350 natürlich. Und der Rest muss ja für alles andere ausreichen. Und jetzt, wenn mir der Spielraum überhaupt fehlt, bin ich halt dann, der nächste Schritt war dann für mich zur Tafel gegangen, weil ich gedacht habe, gut, trotzdem Lebensmittel, größte Ausgabe, wie kann ich die minimieren? Zweimal pro Monat geht die 24-Jährige zur Lebensmittelausgabe. Darüber hinaus bietet die Darmstädter Tafel ein tägliches Mittagessen an. 1,50 Euro kostet hier ein 3-Gänge-Menü pro Person. Michelle und ihre Großmutter nehmen an diesem Tag zum ersten Mal teil. Selbst wenn ich zu Hause kochen würde, ich könnte ja kein 3-Gänge-Menü mit Nachtisch dann auch noch einen Kaffee für 1,50 zusammenstellen. Also genau, da wird mich der Herd wahrscheinlich, den ich anmache, die Lebensmittel, die ich dann doch dafür kaufe, auf jeden Fall auch im Schnitt viel teurer rauskommen. Und tatsächlich ärgere ich mich jetzt auch ein bisschen, dass ich das nicht schon früher wusste. Also das hätte mir vielleicht in manchen Zeiten einen Haufen Arbeit oder Stress einfach erspart. Doch auch karitative Einrichtungen geraten zunehmend an ihre Grenzen. Mittlerweile hat jede dritte Tafel in Deutschland einen Aufnahmestopp verhängt. Zum Mittagstisch jedoch kann jeder kommen, auch ohne Nachweis der Bedürftigkeit. Rund 80 Menschen versorgen die Ehrenamtlichen der Darmstädter Tafel jeden Tag mit einer warmen Mahlzeit. Was ich beobachte, sind sehr viele ältere Menschen, deren Rente vielleicht vorher gereicht hat. Vielleicht knapp, aber es kam hin. Jetzt aber nicht mehr so gut. Und dann stockt man halt einmal die Woche oder mehrmals die Woche mit einem Essen hier auf. Und ich glaube, was auch wichtig ist, der Austausch mit anderen. Ja, und einfach mal, glaube ich, so ein bisschen Unbeschwertheit, so ganz kleines. Es ist nicht viel, aber es macht es vielleicht mal für ein halbes, dreiviertel Stündchen hier ein bisschen besser und ich kann ein bisschen vergessen. Auch Klaus Brendel aus Frankfurt weiß, was es heißt, wenn das Geld nicht mehr zum Leben reicht. Die Preise steigen, seine Rente nicht. Finanzielle Unterstützung wollte er nie annehmen. Ich fand das grauenhaft. Ich habe immer gesehen, egal wie die Situation war, nur in äußerster Notsituation. Mal bin ich auf andere zugegangen und habe um Hilfe gebeten. Nicht, weil ich das nicht könnte, sondern weil ich es nicht wollte. Aus Prinzip nicht. Ich habe mir gesagt, du musst das selbst schaffen. Aber wenn man es nicht mehr kann, bleibt einem nichts anderes übrig. Weil selbst kann ich mir nicht mehr helfen da. Kann höchstens Flaschen sammeln dann, in diesem Fall. Die Energiekosten für seine 50 Quadratmeter Wohnung im Frankfurter Norden kann Klaus Brendel gerade noch so bezahlen. Werden die monatlichen Abschläge erhöht, ist er zwangsläufig auf Hilfe vom Sozialamt angewiesen. Mehr als 15 Jahre seines Lebens war Klaus Brendel solo selbstständig, arbeitete als Fremdsprachenlehrer und Dolmetscher. Rente, Altersvorsorge,
Darüber machte er sich damals keine Gedanken. Wissen Sie, als freie Übersetzer oder Sie wissen, Freiberufler, das machen die wenigsten. Ich auch nicht, das war mir wurscht, ich habe gelebt. Wenn ich viel verdient habe, habe ich es auch drauf rausgehauen. Und wenn es nichts gab, da ging das eben nicht, da habe ich bescheiden gelebt. Das geht ja immer so. In die Rentenversicherung zahlt Klaus Brendel zu diesem Zeitpunkt nur unregelmäßig ein. Das ändert sich, als er mit 44 Jahren eine Festanstellung in Frankfurt bekommt. Ich war ja bei der US-Armee. Ich war praktisch im US-Regierungsdienst, US Government Service. Und war später so auf der Stufe vom Colonel. Ne? Also das waren so 7.000, 8.000 Mark damals noch. Als deutschstämmiger sozusagen, Native German, wurden wir entsprechend besteuert und da blieb die Hälfte gerade übrig. Aber das hat gereicht. Also 3,6 hatte ich. Es war genau die klassische Teilung. 1/3 Essen, 1/3 Miete, 1/3 für Urlaub und Pipapo. Ja, die alten Leute. So. Die Bundesregierung definiert Altersarmut so: Wer monatlich weniger als 1.135 € netto zur Verfügung hat, gilt als bedroht. Klaus Brendels Rente liegt bei 1.037 €. Abzüglich Miete und aller anderen Kosten bleiben ihm noch 363 €. Da kann man anständig leben, aber mehr geht nicht. Also, ich habe nicht mehr die Ansprüche wie früher. Ich bin froh, dass ich hier unter bin. Das ist ja im Grunde genommen sozial gefördert auch. Und die große Wohnung vermisse ich, meine verkauften Biedermeiermöbel natürlich auch. Aber es ging nicht anders. Von den finanziellen Rücklagen ist nichts mehr übrig. Ob das Geld bis zum Monatsende reicht? Womit die nächste Miete zahlen? In der Seniorenwohnanlage des Frankfurter Verbands, in der auch Klaus Brendel wohnt, sind Fragen wie diese zurzeit allgegenwärtig. Das sind schon sehr große Sorgen. Ja. Es geht um die Miete, ja. Es geht um das Leben als solches, die Nahrung, die Kleidung, Medikamente. Und es fängt dann an, dass viele auch anfangen zu sparen. Also es wird die Heizung runtergedreht. Ja. Das ist dann die Folge, es sind dann wieder Erkrankungen. Und oft ist nicht mal dann die Zuzahlung da für ein Medikament. Gerade ältere Menschen empfinden es oft als demütigend, in Existenznot zu sein, sagt Jeanette Nold. Doch bevor gar nichts mehr geht, schaut sie nach Lösungen. Also habe ich in der Tat 2, 3 Leute, wo wir auch jetzt versuchen, wie man das regeln kann. Ja? Dass sie vielleicht von einer Zweizimmerwohnung in eine Einzimmerwohnung ziehen und so weiter. Ne? Also mit Wohnungswechsel ist das verbunden, was sich auch immer sehr schwer gestaltet, weil Sie müssen sich vorstellen, die Menschen, sie sind körperlich eingeschränkt, ja? Es sind Erkrankungen, es sind Ängste vorhanden und die müssen dann aus ihrer gewohnten Umgebung womöglich raus. Besonders prekär ist die Lage für Frauen. Bei ihnen lag die Durchschnittsrente 2021 bei gerade mal 832 € monatlich. Solche Viertel wie hier in Kassel gibt es überall. Die massiv steigenden Preise treffen Einkommensschwache besonders hart. Der finanzielle Druck ist belastend. Heizung und Strom wollen bezahlt werden. Aber wenn einfach nicht mehr genug Geld da ist? Sie haben Energieschulden, bei welchem Anbieter denn? Und wie hoch ist die Nachzahlung? 500 €. Ja, wir helfen Ihnen kostenlos.
Und dann schauen wir uns die Unterlagen an und versuchen mit dem Energieversorger eine gemeinsame Lösung zu finden, damit wir die Sperre am Mittwoch vermeiden können. Nicole Hensel leitet das Projekt Hessen bekämpft Energiearmut. Mit ihrem Team berät sie kostenlos Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Energierechnung zu bezahlen. Die Anfragen bei ihnen in der Verbraucherzentrale haben sich mittlerweile verzehnfacht. Wir müssen überlegen, eine Sperre, eine Stromsperre zum Beispiel oder auch eine Gassperre kann durchgeführt werden, wenn man 2 Abschläge im Zahlungsrückstand ist und das muss mindestens 100 € sein, dann kann schon eine Sperre angedroht werden. Und wenn ich jetzt auf einmal 200 € Abschlag mehr im Monat bezahlen muss, kann das schnell passieren. Da läuft nichts mehr. Also wenn ich keinen Strom habe, ich habe keinen Kühlschrank, wenn ich einen Durchlaufeizer habe, ich habe kein warmes Wasser mehr, ich habe kein Licht mehr. Das ist alles weg, es ist still und es ist dunkel und es ist kalt. Bei uns melden sich auch Menschen, die haben schon seit Monaten eine Sperre. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie die leben. Aus Verzweiflung lassen viele ihre Post ungeöffnet. Rechnungen werden zu Mahnungen, die erst recht nicht bezahlt werden können. Das Team der Verbraucherzentrale Hessen versucht mit dem Energieversorger eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Kleine Beträge, die auch leistbar sind. In den allermeisten Fällen können sie helfen. Wir sind ja für viele Menschen auch der erste Stein, der was zum Rollen bringen kann. Und das merkt man auch am Telefon, da bricht viel heraus, die ganze Verzweiflung. Und dann schauen wir auch, dass andere Knöpfe gedrückt werden können, dass derjenige mal in eine Schuldnerberatung kommt oder ein passendes Sozialberatungsangebot einfach mal an der Hand genommen wird und gezeigt wird, du bist nicht alleine. Es geht vielen Menschen so. Und es war jetzt wirklich mutig, dass sie sich gemeldet haben, aber jetzt geht es auch weiter. Und man soll keine Hemmungen haben und muss sich nicht schämen für Schulden. Besonders gravierend ist die Situation in Hessen. Die Armut steigt hier deutlich steiler an als in allen Nachbarbundesländern und erreicht laut Paritätischem Wohlfahrtsverband einen noch nie gemessenen Rekordwert. Die Armutsspirale dreht sich wirklich in einer Geschwindigkeit, die beunruhigend ist. Wir waren 2015 in Hessen noch auf einem guten 3. Platz hinter Bayern und Baden-Württemberg, sind dann 2019 auf einen 7. Platz abgerutscht im Ländervergleich und liegen jetzt auf Platz 11. Also das ist wirklich eine dramatische Entwicklung. Jedes Jahr veröffentlicht der Paritätische Wohlfahrtsverband seinen bundesweiten Armutsbericht. Die Daten stammen aus Erhebungen und Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Wir möchten aufmerksam machen auf die Situation in Deutschland, denn es war so, dass Politik zum Beispiel beim ersten Bericht geweigert hat, sich anzuerkennen, dass es Armut in Deutschland gibt. Die Aussage war, das ist nicht richtig, wir haben ja Sozialhilfe. Also das Bewusstsein dafür, dass es arme Menschen in einem reichen Land wie Deutschland gibt, das musste geschärft werden. Sehr oft sagen Menschen, naja, denen geht's doch gut in Deutschland, die haben doch alles, was sie brauchen. Die armen Menschen in Afrika, denen geht's doch viel schlechter. Ja, da sprechen wir von einer absoluten Armut. Die relative Armut meint aber, wenn ihre Kinder keinen Kindergeburtstag ausrichten können, sich das Essen in der Schulkantine nicht leisten können, dann gilt man als arm. Immer dann, wenn man von der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Ab wann die Schwelle zur Armut überschritten wird, ist europaweit einheitlich definiert. Für die Grenze wird nicht das Durchschnittseinkommen eines Landes betrachtet, sondern die ganz reichen und die ganz armen Haushalte werden außen vor gelassen. Man nimmt das mittlere Einkommen und von diesem mittleren Einkommen, wer weniger als 60% zur Verfügung hat, der gilt als arm. Für eine alleinstehende Person beispielsweise liegt diese Schwelle demnach bei monatlichen 1.145 € netto, bei einem Paar ohne Kinder bei 1.718 €, bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter 14 Jahren bei 1.489 €, bei einem Paar mit 2 Kindern unter 14 Jahren sind es 2.405 €. Die Berechnungen beziehen sich allerdings auf das Jahr 2021, also noch vor Inflation und Energiekrise. Laut Statistischem Bundesamt konnten zu diesem Zeitpunkt schon 2,6 Millionen Menschen in Deutschland ihr Zuhause aus Geldmangel nicht angemessen heizen. Experten gehen davon aus, dass sich die Situation weiter verschärft.
Karl-Heinz Alvarez lebt in der Nähe von Kassel. Für ihn ist die finanzielle Belastungsgrenze längst überschritten. Vor rund einem Jahr wird er schwer krank. Schlaganfall, Herzinfarkt, Lungenentzündung, alles innerhalb weniger Monate. Ja, ich habe von mehreren Ärzten gesagt, du gehst nie wieder arbeiten. Und ich selber fühle mich auch einfach nicht mehr arbeitsfähig. Ja? Und deswegen habe ich dann eben die Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt oder Erwerbsminderungsrente heißt es ja. Und dann auch gleich die volle Erwerbsminderungsrente. Der 57-Jährige ist gelernter Koch und Krankenpfleger, arbeitete jedoch nicht immer in Festanstellungen. 2017 gründete er seine eigene Gesundheits- und Ernährungsberatung. Bis zum offiziellen Renteneintritt hätte er noch 10 Jahre arbeiten müssen. Dadurch, dass ich sehr, sehr lange Zeit selbstständig war und auch da immer sehr knirsch mit dem Geld war, hatte ich keine wirkliche, hatte ich keine großen Ersparnisse, die ich in die Rente, in meine Altersvorsorge hätte reinbuttern können. Also es wird sehr eng. 559 € Erwerbsminderungsrente erhält Karl-Heinz Alvarez. Fast alles davon geht bereits für den Abtrag seines Hauses weg. Abzüglich aller Kosten rutscht er monatlich eigentlich um 361 € ins Minus. Schulden, die derzeit von Familienmitgliedern ausgeglichen werden. Der 57-Jährige weiß, dass das kein Dauerzustand sein kann. Er hat nun Grundsicherung beantragt. Das wollte ich immer vermeiden. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann gehe ich offen damit um und sage, es geht nicht anders. Ja, ich bin nicht derjenige, der dauerarbeitslos ist und eigentlich arbeiten könnte und keine Lust hat. Genau umgekehrt. Ja. Ich kann gar nicht mehr arbeiten, hätte aber ganz viel Lust zu arbeiten. Dann müsste ich dem Staat auch nicht auf der Tasche liegen und meinen Mitmenschen genauso wenig. Für Lebensmittel leiht sich Karl-Heinz Alvarez jeden Monat Geld bei Freunden und Familie, in der Hoffnung, es irgendwann zurückzahlen zu können. Es ist so, dass ich zum Ende des Monats immer anfangen muss einzuteilen, für diese Tage habe ich jetzt noch so und so viel, dann reduziere ich noch ein bisschen weiter runter. 5 € an dem Tag, 5 € für den Tag, dann ziehe ich die Wochenenden raus und rechne nach, weil sonntags kann man nicht einkaufen gehen und. Also es ist schon wirklich eine ziemliche Rechnerei. Ich gehe das beispielsweise immer so durch, dass ich erstmal gucke, was ist Aktion und günstig und danach gucke ich nochmal durch, wo sind denn tatsächlich Rabatte, ja, minus 20%, minus 40%, da achte ich dann besonders drauf. Ich habe jetzt gerade mal 2,59 € ausgegeben, weil ich muss ein bisschen darauf achten, was ich einkaufe, wie viel ich einkaufe und wie lange das reicht. 1,5, 2 Tage. Ist jetzt wirklich nur ein Salatkopf, ein großer. Und den halbiere ich und dann mache ich 2-mal Salat da draus und das war's dann. Ich meine, Brot habe ich zu Hause auch noch, ein bisschen Aufschnitt. Und Margarine, das reicht dann. Das 100 Quadratmeter Haus sollte einmal seine Altersvorsorge sein. Darauf hat er hingearbeitet, aber abbezahlt ist es noch lange nicht. Mit seinem Lohn konnte er den Abtrag immer gut leisten. Jetzt geht dieser Plan nicht mehr auf. Man denkt, wenn man beispielsweise so eine Küche sieht, auch so ein Haus sieht, denen kann es doch so schlecht nicht gehen. Dass da drin aber jemand wohnt, dem es eben gar nicht so gut geht, das sieht man nicht. Und wie lange ich das Haus noch halten kann, das steht in den Sternen, das weiß ich nicht. Es kann passieren, ja, dass ich irgendwann verkaufen muss oder dass noch andere Leute kommen, die Bank nämlich, und sagt, nee, also Sie können nicht mehr zahlen, dann müssen wir jetzt in die Zwangsversteigerung. Diesen bedrückenden Gedanken versucht er weit weg von sich zu schieben.
solange es noch geht. Natürlich kostet es Überwindung, wenn ich zu einem Dritten, zu einem Fremden gehe und mich eigentlich ausziehen und meine Situation darstellen muss. Ich sage den Leuten auch immer deutlich, entweder kommt die Wahrheit jetzt auf den Tisch, sonst kann ich sie auch nicht ehrlich beraten. Das heißt, wir müssen schon ganz offen und ganz deutlich über diese Situation und eine mögliche Problemlösung sprechen. Matthias Klusmann ist Schuldnerberater in Frankfurt. Wer ihn aufsucht, hat in der Regel bereits hohe Schulden. Konsumschulden wie die Finanzierung von Auto, Urlaub, Haushaltsgeräten. Im Durchschnitt 50.000 €. Alle, die zu mir kommen, haben diesen Mix aus hoher Inflation, hohen Energiepreisen, steigenden Mieten und mehr oder minder gleichem Einkommen. Und da merkt der ein oder andere, dass das Geld entweder für die Energierechnung reicht oder aber um den Bankkredit zurückzuführen oder die Kreditkarte. Und es gibt ja Leute, bei denen es knapp gebaut ist, die 2 oder 3 Kreditkarten haben und damit versuchen zu jonglieren, um permanent irgendwelche Lücken zu stopfen. Nur wenn permanent was Neues dazukommt, dann funktioniert es halt nicht mehr. Der vermeintliche Rettungsanker wird so schnell zur Armutsfalle, sagt Matthias Klusmann. Jeder 12. Erwachsene in Deutschland ist überschuldet, kann seine Rechnungen dauerhaft nicht bezahlen. In vielen Fällen, denke ich, hätte die Bank die finanziellen Verhältnisse ein wenig genauer betrachtet, hätte sie merken müssen, dass sie diesen Kredit niemals hätte genehmigen dürfen und eben erst recht nicht zur Auszahlung hätte bringen dürfen. Ich hatte auch schon den Fall, ich will die Bank jetzt nicht nennen, wo wir diese Bank als Gläubiger erfasst hatten, standen in Verbindung schriftlich mit dieser Bank bezüglich Forderungsaufstellung und außergerichtlichem Schuldenbereinigungsplan. Und die Mandantin bekam von exakt dieser Bank ein Schreiben, dass sie aufgrund der langjährigen Treue und weil sie gute Kundin ist, jetzt einen zusätzlichen Kredit beantragen kann. Wo ich mich frage, sag mal, wie geht das? Bei dem Namen müssen doch sämtliche roten Lampen gleichzeitig aufleuchten. Schuldnerberater wie Matthias Klusmann haben zurzeit Hochkonjunktur. Rund 100 Fälle bearbeitet allein er permanent. Ein schuldenfreier Neuanfang sei möglich, sagt er. Für die allermeisten bedeutet das Verbraucherinsolvenz, umgangssprachlich auch Privatinsolvenz genannt. Der Schuldner lernt keinen Richter kennen, es gibt keine Gerichtsverhandlung, das Verfahren läuft im Hintergrund. Er gibt jeden Monat seine Gehaltsabrechnung in Kopie an den Insolvenzverwalter. Gemäß Pfändungstabelle wird der pfändbare Anteil einbehalten und ich bekomme nach 3 Jahren die Restschuldbefreiung. Das heißt, ich habe einen Schlussstrich unter diese Vergangenheit gezogen und ich kann eigentlich heute schon sauber in die Zukunft gucken, weil 3 Jahre zügig rumgeht. Sauber in die Zukunft gucken. Das fällt dieser jungen Frau aktuell schwer. Mit ihren 24 Jahren hat sie schon jetzt mehr als 15.000 € Bildungsschulden und es werden jeden Monat mehr. Caspian finanziert mit einem KfW-Studienkredit ihren Master in Creative Media Conception an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und ihren Lebensunterhalt. Ihre Eltern können sie nicht unterstützen, sie sind selbst verschuldet. Also ich merke es manchmal, auch gerade mit dem Kredit habe ich halt wirklich große Angst, dass ich da wie meine Eltern werde. Auch weil viele Sachen, so wie Kreditkarten, halt einfach dazu einladen, ach ja, das kann man in den nächsten Monat ziehen. Und das muss ich auch manchmal machen. Aber ich versuche das einzugrenzen, einfach weil ich halt 2 starke Negativbeispiele in meinem Leben habe. Und ich weiß, da ist kein Sicherheitsnetz und das ist halt der springende Punkt eigentlich. Ich weiß, niemand fängt mich auf, wenn mal irgendwas schief geht. Das heißt, ich muss mich eigentlich auffangen. Deshalb arbeitet die 24-Jährige nebenbei für das Gleichstellungsbüro ihrer Hochschule, aktuell aus dem Homeoffice. Mit ihrem Nebenjob verdient Caspian 813 €. Durchschnittlich 500 € beansprucht sie über ihren Studienkredit, macht zusammen 1.313 €. Abzüglich aller Fixkosten bleiben ihr rund 580 € zum Leben. Ohne Kredit wären es lediglich 83 €. Um ihren Alltag bestreiten zu können, macht Caspian Schulden, die sie später zurückzahlen muss, zuzüglich Zinsen. Also ich gucke nicht so gerne da rein, wie viel das jetzt schon ist. Einfach weil ich aktuell nicht weiß, wie ich das stemmen soll. Ich habe das immer auf nach dem Studium verlagert.
Aber es gab halt keine andere Möglichkeit. Also nur mit meinem Nebenjob kann ich mir die Miete jetzt nicht finanzieren. Wenn ich freelancen würde, könnte ich es auch nicht. Und deswegen ist das die einzige Möglichkeit, wie ich studieren konnte. Laut Deutschem Studentenwerk ist jeder 3. Studierende von Armut betroffen. Auch Caspian wird einmal hochverschuldet ins Berufsleben starten, ohne zu wissen, ob sie dann auch genug verdient, um die Tilgung leisten zu können. Die Geldsorgen begleiten sie und ihre Verlobte Tag und Nacht. Meistens bleibe ich auch länger wach, weil das einfach so Gedanken sind wie bezahle ich nächsten Monat die Miete, was mache ich, wenn die und die Rechnung kommt, habe ich das alles eingeplant, könnten noch irgendwelche Kosten auf uns zukommen, die wir jetzt nicht geplant haben. Letztens ist die Backofenlampe kaputt gegangen und sowas halt, so Kleinigkeiten, die dann aber zu größeren Sachen führen können. Die sind schon ein bisschen gruselig. Sie weiß, wie es ist, am Existenzminimum zu leben, schon seit ihrer Kindheit. Mit ihrem Taschengeld stopfte Caspian so manches Mal die finanziellen Löcher ihrer Eltern, bezahlte später ganze Rechnungen. Spardosen hatten wir anfangs, aber da sind immer Zettel drin gewesen mit an dem und dem Tag. Also meine Mutter wollte es mal zurückzahlen, das hat aber dann nie geklappt. Und wir hatten noch ein Weihnachten, wo sie uns eigentlich den Strom abstellen wollten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Teilzeit gearbeitet und deswegen habe ich dann die Stromrechnung bezahlt. Und eigentlich sollte ich das auch zurückbekommen und ich warte immer noch drauf. Das waren auch so 600 €. Und es war auch immer Ende des Monats, ist dann immer, okay, wir gucken mal, ob wir mit dem Pfand jetzt nochmal irgendwie einen Toast oder so kaufen können, um halt dann auch so das Überleben zu sichern. Sie will es besser machen, raus aus der Armutsspirale. Das ist auch ein Grund, warum Caspian studiert. Sie hofft auf eine bessere Zukunft. Also ich würde mich total freuen, wenn ich es schaffe, einen Beruf irgendwie in der Medienindustrie zu finden, mit dem ich meinen Kredit gut abbezahlen kann monatlich. Ja, und einfach in einer Situation sein, wo ich sagen kann, dass wenn mal was anfällt, wir können es uns leisten, das auch zu korrigieren. Wenn jetzt mal was kaputt geht, kann man das übernehmen. Wenn die Katzen mal zum Tierarzt müssen, ist das kein finanzieller Ruin. Also einfach, dass die Schulden bezahlt sind und dass ich auch einfach nie wieder Schulden machen muss. Dass ein geregeltes Einkommen jedoch nicht zwangsläufig finanzielle Freiheit bedeutet, beobachtet Schuldnerberater Matthias Klusmann immer öfter. Was auffällig ist in den vergangenen Wochen, ist, dass wir sehr viel jüngere Mandanten haben, also 25, 30, 35-Jährige. Das sind auch Berufstätige, die vielleicht auch noch aufs Auto angewiesen sind. Und bei den Spritpreisen gehen da locker 50 oder 100 € zusätzlich monatlich in den Tank. Und die 100 € fehlen mir eben an anderer Stelle. Und selbst wenn ich 3% Gehaltserhöhung kriege, dann greift als erstes mal das Finanzamt sich wieder davon seinen Teil ab. Das heißt, das reicht nicht aus bei den Kosten. Gerade in Krisenzeiten nimmt die soziale Ungerechtigkeit zu. Einkommensschwache müssen einen wesentlich größeren Anteil ihres Geldes für Wohnen und Essen ausgeben, Dinge, die besonders teuer geworden sind. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Schufa geht rund ein Drittel der Befragten davon aus, dass ihr Einkommen nicht ausreichen werde, um ihren Lebensstandard zu halten. Gleichzeitig steigt die Zahl der Einkommensmillionäre in Deutschland stetig. Laut Wirtschaftswissenschaftler Andreas Hacketal eine besorgniserregende Entwicklung. Die Vorstellung, dass das Einkommen der Gesellschaft irgendwie so verteilt ist, mit einem großen Teil in der Mitte, das war noch nie wirklich so. Aber mittlerweile verschiebt sich das Ganze doch deutlich. Wir haben so einen kleinen Hügel in der Mitte, aber das ist mittlerweile eine untere Mittelschicht. Das sind Einkommen zwischen 2.000 und 3.000 € für einen ganzen Haushalt. Da reicht häufig selbst der 8-Stunden-Tag oder 2 verdienende Haushaltsmitglieder nicht, um ein ordentliches Leben führen zu können. Da in der Tat, das driftet ab und das ist gefährlich. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich einen ordentlichen Teil der Gesellschaft, 15%, die haben mehr als 5.000 € im Monat. Denen geht es richtig, richtig gut. Und zwischendrin haben wir so einen Zwischenbereich. Das heißt, da in der Tat, wenn man allein auf diese Kurve schaut, sehen wir eine Kluft, die weit auseinander geht. Morgens um 5 Uhr fange ich in der Seniorenpflege an und dann mache ich meinen Frühstücksdienst, koche das Mittagessen, arbeite bis ca. 2 Uhr. Dann komme ich nach Hause
Und um 4 Uhr fange ich an und bereit für die Feiern vor für abends. Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag, wenn man alles zusammennimmt? Gute Tage 18, 17, 18. Immer gerade bleiben. Susanne Braun und ihr Mann aus Nordhessen haben nicht nur eine Arbeitsstelle. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt als Multijobber. Für Claudio Korff fing es damit an, dass er in seinem damaligen Vollzeitjob als Koch nicht genug verdiente. Da waren er und Susanne noch kein Paar. Ich hatte ja noch unterhaltspflichtige Kinder und das war für mich immer auch normal, dass das bezahlt wird. Und da war es natürlich schon eine ganze Ecke enger. Und deswegen hatte ich mir halt gedacht, ich hatte auch noch keine Küche gehabt. Ich habe halt privat so ein bisschen was gemacht, was ich machen konnte. Und irgendwann hat man dann gesagt, und ich hatte gesagt, ich möchte gerne eine Küche haben, ich möchte halt ein bisschen mehr machen. Einfach, dass mir es auch finanziell oder uns finanziell besser geht. Und daraus ist das geboren. Mittlerweile gibt er neben seinem Hauptberuf als Küchenleiter noch Kochkurse, bietet einen Catering-Service an und lässt sich als Privatkoch buchen. Susanne Braun managt von zu Hause aus unter anderem einen Online-Shop, über den Fleischwölfe und andere Gastroartikel verkauft werden. Bevor sie ihren Mann kennenlernte, war sie alleinerziehend mit 3 Kindern, hielt sich mit Minijobs finanziell über Wasser. Ich habe versucht, eine normale Arbeit zu bekommen als gelernte Industriekauffrau. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, wo man rein kann. Nur das Problem war eben wirklich, dass ich jedes Mal gesagt bekommen habe, ja, Sie haben 3 Kinder, eins davon ist immer krank oder nee. Und wollten mich eben anhand dessen nicht oder weil ich eben auch alleinerziehend bin. Ganz früher, haben sie jemanden gesucht, der die Sporthalle putzt. Dann bin ich halt dahin gegangen, weil das war dann vormittags, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule waren, wo ich noch ein bisschen Geld bekommen habe. Und so hat sich dann irgendwie immer eins zum anderen dazu ergeben. So, dann komme ich noch einmal rum. Neben dem Online-Shop betreibt sie zu Hause eine Praxis für Energiemedizin, wo sie Menschen mit chronischen Schmerzen oder Allergien Besserung verspricht. Abends macht Susanne Braun regelmäßig Lebensberatung über eine Telefonhotline. Viele Jobs, viel Flexibilität. Als die Kinder noch klein waren, hat sie das aus der Armut geholt. Damals hatte ich in der Woche 15 €. Und davon kann man leben. Das geht. Und das sind vielleicht auch so Sachen, warum ich mir da nicht so viele Gedanken mache, weil ich weiß, dass es mit ganz wenig geht und das wissen auch meine Kinder, ohne dass sie es jetzt in dem Sinne mitgekriegt haben, dass ich denen ständig erzählt habe, wir haben nichts, wir haben nichts, wir haben nichts. Ja? Aber da in dem Moment kriegen andere Dinge auch andere Werte. Schmeckt sehr lecker. Danke. Mittlerweile sind die Kinder groß, verdienen ihr eigenes Geld. Die finanzielle Lage der Familie hat sich merklich entspannt. Der Jüngste, Felix, ist nach der Arbeit gerne bei seinen Tieren. Die hat er, seitdem er 12 ist. Von Anfang an war klar, die Futterkosten muss er allein tragen. Das Taschengeld hat nicht wirklich gereicht dafür. Und dann bin ich halt rumgegangen, hatte Zettel geschrieben, habe die in die Briefkästen von den Nachbarn und im Dorf verteilt, wo drauf steht, dass ich mein Taschengeld aufbessern möchte und dafür dann halt Sachen mache, wie zum Beispiel Rasenmähen, die Straße fegen. Da haben mich viele angerufen, wo ich dann auch regelmäßig hingegangen bin. Die Hühner begleiten Felix jetzt schon seit 6 Jahren. Für seine Zukunft ist es ihm wichtig, dass er finanziell klarkommt. Ich versuche schon dann später selbstständig auch zu sein. Und ja, ich werde halt auch gucken, dass ich jetzt nicht, also schon gut lebe, aber jetzt auch nicht das teuerste kaufe und so, auch mit Klamotten. Da bin ich sehr bescheiden und gucke halt, Hauptsache es sieht gut aus. Da gucke ich dann auch, dass es nicht unbedingt das teuerste sein muss. Mehr Arbeit für etwas mehr Geld und weniger Freizeit. Das nehmen die Multijobber in Kauf. Nur so können sie ihren Lebensstandard halten. Also ich wünsche natürlich allen meinen Kindern, dass sie nicht da hinkommen, wo ich eben mal gewesen bin in dieser Situation. Ich habe immer versucht, irgendwas zu machen für mich. Wenn ich dann merke, es wird bremslich, mache ich was anderes. Für sie ein Modell, das funktioniert.
Aber wie kann es sein, dass Menschen Vollzeit arbeiten und mit nur einem Job kaum über die Runden kommen? Laut Experten ein massives strukturelles Problem. Steigende Mieten, prekäre Arbeitsverhältnisse, niedrige Löhne. Die Politik müsse an die Ursachen gehen und Lösungen finden, auch für Erwerbslose. Das fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Einführung des Bürgergeldes sei zwar ein Versuch, aber da hat man wirklich eine Chance verpasst, der Armut wirklich entgegenzuwirken. Denn mit der Steigerung um 11% jetzt im Bürgergeld, das ist ein besserer Inflationsausgleich. Der Satz liegt jetzt bei 507 € und unserer Berechnung nach müsste er mindestens bei 725 € liegen, damit Menschen damit auskömmlich wirtschaften können. Und da gibt es ein drastisches Beispiel, wenn man sagt, für welche Positionen ist Geld vorgesehen in diesem Bürgergeld, ehemals Hartz IV. Da ist zum Beispiel der Satz für Bildung, den Sie für Ihre Kinder ausgeben können, liegt bei 1,80 €. Also was kann man damit in einem Monat machen? Und man muss das, glaube ich, mal wirklich plastisch machen, weil ja auch immer wieder rumgeht, naja, jetzt ruhen sich alle aus, nehmen das Bürgergeld und leben da in Saus und Braus. Also das ist überhaupt nicht wahr. Zurück in Darmstadt beim Mittagstisch der Tafel. Wer auf Unterstützung vom Staat angewiesen ist, muss sich oft rechtfertigen, wird nicht selten als faul und undiszipliniert abgestempelt. Eine Erfahrung, die die alleinerziehende Michelle immer wieder machen muss. Man hat typischerweise immer so diese Langzeit-Hartz-IV-Empfänger im Kopf, die dann vielleicht bei RTL gezeigt werden, die dann auch überhaupt so, keine Ahnung, zu Hause sitzen. Wieso sollte ich arbeiten gehen und sonstiges? Aber so ist ja die Realität nicht. Also nicht jeder, der sozialabhängig ist, passt genau in dieses Schema. Aber genau das wird ja irgendwie ein bisschen vermittelt. Das finde ich halt einfach nicht fair. Wenn du wirklich keine Ahnung hast oder nur Sachen mitbekommst und gar nicht weißt, wie die Sachen ablaufen, dann entstehen halt ganz schnell mal solche Vorurteile. Aber ich habe das auch nie verheimlicht. Also ich kann es ja auch nicht anders. Das ist ja mein Glück, glaube ich, wieso ich so offen damit umgehen kann, dass das schon einfach relativ früh dann so Bestandteil meines Lebens war. Armut geht uns alle etwas an. Treffen kann sie nahezu jeden. Darüber reden will kaum jemand. Ich gehe damit an die Öffentlichkeit, weil da sieht man dann vielleicht auch mal, dass egal, was du monetär für Reichtümer um dich hortest, ich meine, das ist kein Reichtum hier, ja, aber es ist eben was anderes, als wenn ich in einer klitzekleinen Mietwohnung wohne und sitze oder aber ein Haus bewirtschafte, wie dieses. Und das sind so Dinge, dann vielleicht mache ich damit auch manch anderem Mut, ich weiß es nicht, denen es vielleicht auch irgendwann so geht. Niemand weiß, wo die Gesundheit hingeht. Ich habe auch gedacht, ich bin so fit, das wird noch lange dauern, bis ich irgendwann mal krank bin und dann bin ich vielleicht 80, 85, 90. Nein, ich bin 57 und es hat mich voll erwischt. Während einige noch kämpfen, ergeben sich andere ihrem Schicksal, versuchen innerhalb ihrer Möglichkeiten irgendwie zurechtzukommen. Man orientiert sich dann mehr aufs Ende hin. Wie kann ich noch halbwegs vernünftig aus diesem Leben scheiden? In Anbetracht der Tatsache, dass man nicht mehr so kann und dass das immer weniger wird. Dann ist man froh, wenn man soziale Menschen und Hilfe um sich hat. Ich glaube, das geht allen so. Es müssen Lösungen her. Jetzt. Für die Krise. Aber auch für das grundsätzliche Problem. Es geht darum, Menschen mit geringem Einkommen nicht aus den Augen zu verlieren, sie nicht abzuhängen. Zu erkennen, dass Armut viele unterschiedliche Gründe und viele Gesichter hat.